Hey Leute, ich zeige euch mal heute was richtig Geiles, und zwar eine Funktion, ein Feature, was ich schon lange gesucht habe, aber da ich mich halt nicht so mit Adobe auskenne oder anderen Videobearbeitungsprogrammen, habe ich halt keinen leichten Weg gefunden, wie man das leicht machen kann. Und zwar transparente GIFs zu Telegram-Stickern umwandeln. Das ist super einfach und ihr braucht auch kein Programm, nur einen Browser, entweder am PC, ich würde es am PC empfehlen, ist ein bisschen komfortabler, aber es geht genauso gut am Handy. Und zwar, ihr sucht euch erstmal GIF aus, was ihr haben wollt. Ich kann euch auf jeden Fall giphy.com empfehlen, da gibt es richtig viele. Ist natürlich am besten, wenn es transparent ist, geht natürlich auch mit normalen GIFs. Und zwar der erste Schritt ist dann ganz einfach, nachdem ihr euch das GIF ausgedruckt habt, entweder ihr speichert das mit Rechtsklick oder halt länger halten im Browser. Tut dann entweder die Grafik runterladen oder aber ihr kopiert den Link ganz einfach. Link kopieren empfehle ich jetzt, das ist auch einfacher. Und zwar beim zweiten Schritt müsst ihr jetzt einfach die Seite aufrufen, die hier unten eingeblendet ist oder auch in der Beschreibung verlinkt ist. Und ich kopiere jetzt einfach die URL hier rein. Aber wenn ihr das GIF runtergeladen habt, dann müsst ihr es natürlich auf Browse ganz normal die Datei auswählen. Das macht ihr mit Rechtsklick am PC oder natürlich einfach, ich denke mal, ihr wisst das. Einfach einfügen, Upload. Noch ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr bei Giphy was rauskopieren wollt, geht zuerst, also im Handy zumindest, die drei Punkte anklicken und dann kopieren. Denn ansonsten geht das irgendwie nicht. So, wir haben jetzt die URL reingemacht und direkt auf Upload gedrückt. Jetzt sehen wir dieses schöne Menü. Ist wirklich sehr simpel gehalten. Und zwar guckt jetzt einfach, ob die Weite oder die Höhe länger ist. Hier ist es natürlich jetzt die Länge, die länger ist, logischerweise. Gebt dann hier 512 ein, damit die Größe halt eben passt. Und dann einfach Resize Image. Hier unten habt ihr jetzt einfach das verkleinerte oder vergrößerte GIF, je nachdem. Geht dann einfach auf Convert. Und jetzt ist es ein bisschen blöder gemacht. Wählt ihr einfach irgendwas davon aus. Irgendwas, es gibt da nicht WebM, komischerweise. Also nehmt einfach irgendwas. Und dann müsst ihr in der URL, ganz wichtig der Schritt, das hier ändern zu WebM. Ich weiß nicht, warum das nicht aufgelistet ist dort im Menü. Ihr müsst es einfach so machen. So, jetzt kommt ihr auf die richtige Seite. Dann Convert to WebM. Es geht in der Regel übelst schnell. Also ihr habt das in einer Sekunde oder so. Ähm, Ach ja, ganz wichtig noch, das GIF darf nicht länger als 3 Sekunden sein. Und es darf auch nur bis 256 KB groß sein. Aber bei den meisten GIFs ist das völlig ausreichend. Wenn ihr keine langen, großen nimmt, dann dürfte es auf jeden Fall gehen. Jetzt downloadet ihr die Datei ganz einfach. Und jetzt, was ihr jetzt machen müsst, ist nur noch in Telegram in den Bot gehen. Das zeige ich euch auch jetzt noch, wie das geht. Wenn ihr den Sticker-Bot noch nicht habt, dann findet ihr ihn ganz einfach über die Suche. Gebt Sticker ein. Und Stickers, der Bot, der offizielle, einfach draufgehen und starten. So, jetzt habt ihr hier erstmal die Hilfe, was ihr machen könnt. Und ihr gebt jetzt einfach hier unten ein New Video. Oder beziehungsweise ihr braucht einfach nur hier draufklicken. Jetzt müsst ihr erstmal den Namen vom Pack. Ihr könnt natürlich es auch einfach ein Pack, was ihr schon habt, ändern. Ich denke mal, das wisst ihr dann, wie es geht, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Aber angenommen, wir wollen jetzt ein neues Paket machen, dann nennen wir das einfach mal Testvideo-Paket. Einfach zum Testen jetzt. Genau, jetzt die Anleitung könnt ihr euch auch nochmal richtig durchlesen, aber wie gesagt, so wie ich das jetzt gesagt habe, klappt. Jetzt wählt ihr einfach über die Büroklammer und jetzt wählt ihr einfach über die Büroklammer das letzte Video aus, was ihr hier habt. Wählt das an, jetzt ganz wichtig. 3 Punkte ohne Komprimierung senden. So, genau. Jetzt, was ihr jetzt machen müsst, eigentlich fast fertig. Sucht euch nur noch ein paar Emojis aus, wo ihr denkt, das passt. Ich glaube, das Megafon, ja, das passt doch ganz gut. Ihr könnt mehrere auswählen. Ich nehme immer 2, 3. Schickt das ab und jetzt könnt ihr natürlich weitere Sticker hinzufügen oder ihr klickt einfach hier auf Publish und fast fertig. Jetzt könnt ihr entweder noch ein Symbol reinmachen, was 100 x 100 Pixel groß ist, auch WebM-Datei. Das müsstet ihr genauso machen wie vorhin, nur dass ihr bei den Maßen 100 eingibt. Wir skippen das jetzt einfach mal und jetzt braucht ihr noch die URL, wo eure Sticker dann
wie man die quasi aufrufen kann. Ihr könnt irgendwas nehmen, was privat ist, dann macht ihr einfach irgendwie sowas hier. Oder ihr gebt einfach, das muss euch überlassen sein. Gebt einfach das ein, was passt. Äh, Ist ja natürlich ein bisschen ein dummes Beispiel, aber ich habe einfach mal das genommen. Ähm, genau, ihr gebt den Namen ein, bestätigen, dann habt ihr die URL und ihr seht es schon, der Sticker ist fertig, euer Stickerpack. Dann geht ihr nur noch hinzufügen und schon könnt ihr den Stickerpack nutzen. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Jedenfalls finde ich das ganz einfach. Ihr kriegt das bestimmt hin. Jo.